Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich habe gestern meine Italienradreise in Catania auf Sizilien begonnen. Ich bin nämlich gerade in Augusta, etwas südlich von Catania und fahre jetzt weiter Richtung Syrakus. Und wenn du wissen willst, was ich heute alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Ich bin wieder unterwegs und versuche jetzt gerade aus Augusta rauszufinden. Ich glaube, es gibt nicht ganz so viel zu sehen hier, weil die Stadt im Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten hier gelandet sind, ziemlich zerstört worden ist. Ja, italienisches Chaos hier. Aber jetzt wird es ein bisschen schöner. Hier stehen ein paar ältere Häuser. Ich bin jetzt mal abgestiegen, weil hier Einbahnstraße ist und ich will zu so einem Platz, den ich sonst nicht erreiche. Und ja, hier ist es wirklich schön. Ich habe inzwischen die Piazza Duomo erreicht und das hinter mir ist die Chiesa di Santa Maria Assunta. Eine sehr interessante Mischung hier aus Kopfsteinpflastern und Schlaglöchern. Gar nicht so einfach hier rauszufinden. Das sind jetzt die alten Festungsmauern. Die Festung hat die Insel nach Norden hin abgeschirmt, also zu ihrem Eingang hin. Und das hier müsste das spanische Tor sein. Hier verlasse ich jetzt die Insel, auf der Augusta liegt. Ich muss jetzt erstmal wieder ein ganz schönes Stück zurück nach Norden fahren, auf dem Weg, den ich gestern gekommen bin, um dann auf meinen Weg nach Süden hin wieder abbiegen zu können. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 31. März 2023. Es ist sonnig und noch ein bisschen frisch, aber ich denke, das ändert sich gleich und dann kann ich die Jacke wieder ausziehen. So, ich bin jetzt aus dem Gröbsten raus. Und mein Trek führt mich mal wieder über sehr abgelegene Straßen, wenn man das hier auch überhaupt als Straße bezeichnen kann. Ist auf meiner Karte jedenfalls als solche eingetragen. Da vorne wird es auch wieder besser. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Der Trek führt mich jetzt hier geradeaus, aber da ist ein Tor. Ja, es geht also so weiter wie gestern. Muss ich zurück und einen ziemlich großen Umweg fahren und wieder in den Verkehr rein. Ich bin jetzt zurück auf einer richtigen Straße wieder. Versuche jetzt meinen Weg zu finden. Mal sehen, ob ich da dann durchkomme. So, jetzt wird es ein bisschen ländlicher, aber das täuscht. Hier links von mir ist ein riesiger Industriekomplex. Da sieht man ihn. Und da muss ich jetzt erstmal dran vorbei. Ich weiß nicht, wo dieser Trek lang gehen sollte, dem ich folgen wollte. Ja, mal schauen. Ja, Industrie und Städte konzentrieren sich halt auf die Küste, weil das Inland sehr bergig ist. Ja, deswegen wollte ich da eigentlich nicht fahren, aber wenn das nicht interessanter wird hier, dann mache ich das doch. Das ist jetzt nochmal der Blick zurück nach Augusta und das ist der Hafen und da drüben habe ich übernachtet mit Blick genau von der anderen Seite her. Und jetzt bin ich hier auf einer vierspurigen Straße gelandet, die ich eigentlich vermeiden wollte. Ja, es ist nicht allzu viel Verkehr, ich glaube, das liegt daran, dass hier parallel die Autobahn führt. So, ich bin jetzt auf Höhe dieser großen Industrieanlage, sieht nach einer Raffinerie aus. Ich habe jetzt meinen Trek wiedergefunden und bin von der Hauptstraße abgefahren. Bin ich mal gespannt, ob ich das dann gleich alles wieder zurückfahren muss oder ob es diesmal durchgängig ist. Ja, die Landschaft ist von zweifelhafter Schönheit. Ja, aber ich glaube, ich komme nachher auch wieder ans Meer und dann nach Syrakus. Ich hoffe, das ist dann auch die Reise wert. Also hier ist schon mal das Meer, aber hier ist eben noch alles voll mit Raffinerien, Öllagern und so weiter. Da vorne ist so eine Art Insel oder Halbinsel und hier gibt es sogar einen Strand und ein Strandcafé.
Ich muss jetzt diese Straße weiterfahren und dann geht es erstmal wieder an Industrieanlagen vorbei. Und irgendwo da hinten muss Syrakus liegen. Da muss ich wahrscheinlich noch einmal über eine Höhe. Ja, das sieht ganz nett aus da im Restaurant, aber es ist erst 11:30. Ist noch ein bisschen früh für Mittagessen. Mal eine kurze Übersicht, wo ich jetzt bin. Ich bin gestern in Catania gestartet, habe in Augusta übernachtet, bin jetzt auf dem Weg nach Syrakus. Los ging es am Flughafen und es war gar nicht so einfach, da wegzukommen. Hier ging es dann schon nicht mehr weiter. Musste ich hier diese Hauptstraße fahren und habe dann hier in Augusta übernachtet. Dann bin ich heute Morgen zurück und es sollte eigentlich dann hier entlang gehen, ging es aber nicht. Also musste ich diese Hauptstraße fahren und bin jetzt hier an dieser Halbinsel. Und Syrakus ist jetzt nicht mehr weit. So, das war's mal wieder. Eigentlich soll die Straße hier weitergehen, aber das tut sie nicht. Ich könnte das jetzt versuchen, aber nach den Erfahrungen der letzten Tage lasse ich das lieber und fahre jetzt da drüben auf die Hauptstraße. Ah, vielleicht ist auch diese Piste gemeint, aber das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich fahre mal kurz vor. Ich glaube, da kann man nicht richtig gut fahren. Ich denke, die Hauptstraße ist die bessere Option. Ist jetzt doch mal gewagt. Da vorne fängt wieder Teer an, aber hier schiebe ich jetzt lieber, weil hier liegt überall Müll und Glas rum. Oh, da bin ich mal gespannt, wann ich vor dem nächsten Tor stehe und alles wieder zurück muss. Es ist kein Tor, sondern eine Mauer. Und ob man da rumkommt. Hier ist Baden verboten und da will ich auch nicht reingehen. Da drüben ist die Hauptstraße, aber da führt kein Weg hin. Da ist auch wieder eine Mauer. Also alles wieder zurück, wie ich mir schon gedacht hatte. Ich habe es jetzt auf die Hauptstraße geschafft und auf der bleibe ich jetzt auch bis Syrakus. So, ich bin in Syrakus. Und wenn man auf Sizilien ist, fährt man am besten die Sizilianer. Und hier gibt es tatsächlich eine Spur für Fahrradfahrer. Das war eben ein Fahrradzeichen auf der Straße aufgemalt. So, ich komme jetzt gleich in die Altstadt. Die liegt auf so einer Art Insel. Bin ich mal gespannt. Syrakus war in der Antike eine Kolonie der Griechen. Hinter mir der Tempel des Apollo. Später kamen dann die Römer. Ja, das ist ein sehr historischer Ort hier und ich mache jetzt mal eine Pause. Das ist ja jetzt der Tempel des Apollo oder das, was davon übrig ist. Ja, und hier ist eine Menge los. Das ist die Piazza Archimede. Archimedes war ein griechischer Mathematiker und als die Römer angefangen haben, Sizilien zu erobern, haben sie auch Syrakus belagert und Archimedes hat, glaube ich, mitgeholfen, Abwehrmaßnahmen zu treffen. Aber das hat nichts genutzt. Die Römer haben die Stadt dann trotzdem eingenommen und Archimedes ist, glaube ich, dabei auch dann zu Tode gekommen. So, ich bin mal abgestiegen und schiebe jetzt hier ein bisschen durch die Gassen. Die Italiener fahren hier zwar auch Fahrrad, aber das ist mir zu stressig. Und man sieht auch nichts. Ja, wunderschön hier. So, ich komme jetzt auf den Domplatz. Hier müsste die Kathedrale von Syrakus stehen.
Ja, das ist sehr schön hier, so ein bisschen durch die Gassen zu wandeln. Überall gibt es kleine Plätze, enge Gassen, aber zum Hinsetzen ist es noch ein bisschen frisch. Also die Sonne scheint zwar, aber hier im Schatten weht ein kühler Wind. So sehen die Autos aus, wenn man hier durch die engen Gassen fährt. Ich bin zurück am Archimedesplatz mit dem Diana-Brunnen. Es wird jetzt auch Zeit, weiterzufahren. Ich habe mir eine Unterkunft schon gebucht, gar nicht weit von hier entfernt. Ich mache heute früh Schluss. Jetzt bin ich wieder am Tempel des Apollo und von hier aus müsste ich eigentlich aus der Stadt rausfinden. Aber es ist gar nicht so einfach, weil hier sehr viele Einbahnstraßen sind. So, mein Trek hat mich jetzt wieder von der Hauptstraße runtergelotst, die aus Syrakus runterging. Ich hoffe, das endet nicht wieder in nichts. Ich bin jetzt von meinem Trek abgebogen Richtung Meer nach Arenella. Das ist kein richtiger Ort, das ist mehr so eine Siedlung, wie es auf der Karte aussieht. Und da habe ich mir eine Unterkunft gebucht. Es ist zwar erst 3:30, aber ich bin ein bisschen müde. Ich muss auch aufpassen, dass ich es nicht übertreibe jetzt in den ersten Tagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, höre ich heute früher auf und mache dann morgen mit neuer Energie weiter. So, ich nähere mich der Unterkunft. Ich hoffe, die ist jetzt auch da, wo es mir angezeigt wird. Dann sehen, was mich da erwartet und ob auch jemand zu Hause ist. Das muss es sein. Und ja, ich wurde hier lautstark begrüßt. Erst hat er furchtbar gebellt. Ja, jetzt ist er eigentlich ganz zutraulich. An der Tür hängt ein Schloss, aber das ist nicht ganz zu. Mal sehen, ob ich mich da rein trauen soll. Ja, das ist, was man hier für 28 € bekommt. Südlich von Syrakus, am ersten Strand, den es gibt. Einfaches Zimmer mit einem Bett drin und einem kleinen Schreibtisch. Und so sieht das Bad aus. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Morgen geht es dann weiter. Und wenn du wissen willst, wohin und was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!